In diesem Video wird gewandert, im Elsass, ausgehend von unserem Lieblingsort. Wir sind wieder einmal auf dem Weg nach Eguisheim, weil es uns dort beim ersten Besuch so gut gefallen hat. Die Festungsstadt Eguisheim liegt an der elsässischen Weinstraße, keine 10 Kilometer von Colmar entfernt. Die Stadt ist klein, aber sehr sehenswert. Wir haben darüber bereits in einem anderen Video berichtet. In diesem Video gehen wir nur kurz durch die schönen Gassen und wandern weiter in die Weinberge zu den 3 Schlössern, die oberhalb der Stadt thronen. Habt ihr Lust, uns auf dieser kleinen, aber doch anstrengenden Tour zu begleiten? Wir starten am Wohnmobilplatz, der sich nur wenige 100 Meter außerhalb des Innenstadtrings befindet. Auch für PKWs gibt es vor dem Stellplatz viele kostenpflichtige Parkmöglichkeiten. Innenstadtring klingt in diesem Fall größer, als der Ort tatsächlich ist. Eguisheim ist bekannt und beliebt für seine Stadtmauern, die aus 2 rundherum verlaufenden Häuserzeilen bestehen, die den Schlossplatz und das Gelände um die alte Burganlage eingrenzen. Nicht nur die Ortsform ist besonders, sondern auch die zahlreichen bunten Fachwerkhäuser. Es gibt viel zu gucken auf dem Weg. Trotzdem verlassen wir die Ringstraße und machen uns auf in die Weinberge. Unser Ziel sind die 3 Burgruinen auf dem Berg oberhalb der Stadt. Diese Schlösser werden unter anderem die 3 Echsen genannt. Ganz klar ist nicht, woher der Name kommt. Egal wie, Echsen gibt es hier auf jeden Fall, wie wir zu Beginn am Parkplatz bereits gesehen haben. Die 4,5 Kilometer bis hoch zu den Schlössern wandern wir entlang der Weinberge und dann weiter über schmalere Wege im Wald. Wir empfehlen, diesen Weg mit geeignetem Schuhwerk zu gehen. Ach ja, falls ihr uns schon länger kennt, wisst ihr, dass wir immer mit Hund unterwegs sind. Diese Tour war hoffentlich unsere einzige ohne Hund. Wir waren im Herbst unterwegs, kurz nachdem wir uns von Tara für immer verabschieden mussten und bevor das Wölkchen Airi bei uns eingezogen ist. Das letzte steilere Stück vorbei an den sogenannten Damensessel und Herrensessel gehen wir über sehr felsige Wege. Schöne Natur und schöne Aussicht in die Landschaft. Und dann erreichen wir die 3 Burgruinen. Hier standen einst 3 voneinander unabhängige Schlösser, so dicht beieinander, dass die Ruinen heute wie eine zusammenhängende Anlage wirken. Das Gelände ist kostenlos und ganzjährig zugänglich. Es ist nur zu Fuß erreichbar. Allerdings müsst ihr dafür nicht zwingend den ganzen Weg von Eguisheim gehen, sondern nur etwa 5 bis 10 Gehminuten entfernt gibt es einen Wanderparkplatz. Den werden wir gleich beim Abstieg noch sehen. Aber bevor wir zurückgehen, schauen wir uns ausgiebig zwischen den Mauern um und genießen den weiten Blick ins Rheintal.
Der Abstieg ist stellenweise etwas steiler als der Hinweg. Wir sind froh, die Richtung entgegen Uhrzeigersinn gewählt zu haben. Nach ca. 2 Kilometern verlassen wir den Wald wieder und kommen im kleinen Ort Üserin-les-Châteaux an, dem höchsten Ort in den Weinbergen. Nach einem Blick in die kleine Kirche gehen wir weiter. Schnell sind wir wieder mitten zwischen den Weinreben und können auf Egesheim blicken. Noch einmal der Blick zurück auf die 3 Echsen. Da oben sind wir gewesen. Weitere 2 Kilometer später sind wir zurück in der Festungsstadt. Insgesamt sind wir 9,5 Kilometer gegangen, haben dafür mit etlichen Fotopausen 2,5 Stunden gebraucht und 380 Höhenmeter überwunden. Das war eine sehr empfehlenswerte Wanderung, leicht anstrengend, aber trotzdem gut machbar und unterwegs mit vielen sehr schönen Eindrücken. Vielen Dank, dass ihr uns wieder begleitet habt. Wir freuen uns über einen Daumen nach oben. Schreibt uns gerne, ob ihr hier auch schon unterwegs gewesen seid oder ähnliche Wanderungen kennt. Lasst uns ein kostenloses Abo da und dann sehen wir uns bald beim nächsten Video. Was gibt's heute zu essen? Feigen mit Ziegenkäse und Walnuss und Salat. Wer hat's gemacht? Der Olli. Nach welcher Anleitung? Liebe Grüße, Kerstin und Olli.